Mit diesen 5 Tipps ein erfolgreiches Online-Business mit Wissenskursen aufbauen. Hier in diesem Video zeige ich dir, wie du Online-Kurse aus deinem Wissen erstellst, wie du dir die Zeit verkürzt, bis du Neukunden gewinnst, wie du damit sogar ein passives Einkommen generierst und wie du sichtbar wirst als Experte mit deinem Thema. Lass uns in diesen 5 Schritten durchgehen, wie du anfängst, wie du als Coach, Trainer, Therapeut beginnst, eigenes Wissen herauszugeben als Online-Kurse. Mehr erfährst du hier in diesem Kanal und ich freue mich schon, dich hier begleiten zu können. Wenn du als Coach, Trainer oder Therapeut arbeitest, dann weißt du vielleicht gar nicht, wie viel Wissen du jeden Tag an deine Kunden bereits rausgibst. Du fängst jedes Mal von Null an und erklärst deine Methoden, deine Techniken, bevor du wirklich mit ihnen arbeitest. Da geht es einmal um die Art, wie ihr gemeinsam arbeitet. Da geht es auch um Inhalte, die vielleicht nicht ganz dein Schwerpunkt sind, aber die immer wieder kommen und die du gerne einmal abgeben würdest. Man würde dann sagen, man würde es outsourcen an einen anderen Mitarbeiter. Jetzt könntest du anfangen und sagen, ich source das out an meine Online-Kurse. Also spezielles Wissen gibt es nur noch in dem besagten Minikurs oder Online-Kurs zu dem Thema. Und schon musst du dir nicht mehr den Mund fusselig reden und immer wieder bei Null anfangen, sondern du hast eigene Bausteine zum Thema gesund abnehmen, zum Thema Stoffwechselkur, zum Thema Faszientraining, die schon fertig wären und du würdest dann an einer anderen Stelle weitermachen. Schon sparst du dir Zeit, mit dem Kunden zu arbeiten, du sparst dir deine wertvolle 1:1 Zeit, die wirklich kostbar und teuer sein sollte. Online-Kurse kannst du skalieren, das heißt, du kannst sie günstiger anbieten als das, was du eigentlich dafür nehmen müsstest, wenn du es 1:1, also in einer Praxissession sozusagen erklären würdest. Und hier kommen wir zu dem ersten Punkt, warum deine Wissenskurse jetzt rausgehen sollten, warum du deine ersten Online-Kurse erstellen solltest mit deinem Thema. Also erstens, du sparst dir Zeit. Du sparst dir deine wertvolle Praxiszeit, in der du 1:1 wirklich mit deiner Expertise gefordert wirst und baust dir stattdessen einen Online-Shop auf mit eigenen Kursen. Bei mir ist das so eine Seite Shop und da stehen alle Kurse, die ich jemals erstellt habe. Einige habe ich sogar schon runtergeschmissen, weil ich gesagt habe, das passt jetzt nicht mehr so gut zu mir. Und da kannst du zum Beispiel das Thema TikTok lernen, was jetzt nicht mein absoluter Schwerpunkt ist, aber was mich total ausmacht, weil mir fällt Videos aufnehmen leicht. Also habe ich 2 Kurse sozusagen oder 3 Kurse sozusagen zum Thema Reels, TikTok, YouTube Shorts und sogar noch Videoideen, wie du das Ganze angehen kannst. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne Videos bei dir lernen, dann hol dir doch den Kurs. Das ist das Leichteste, was ich sagen kann. Als dass ich das mühsam 1:1 erkläre, weil da habe ich 5 Module aufgenommen und irgendwie 30 Videos zum Thema TikTok, zum Thema Facebook Reels, Instagram Reels, YouTube Shorts und so weiter. Das ist einmal in einem Kurs und das muss ich nicht wieder aufnehmen, erst in ein paar Jahren, wenn das Thema sich wieder verändert hat. Ich habe dieses Thema also abgegeben, indem ich einen Online-Kurs speziell zum Thema TikTok und Reels erstellt habe. So muss ich jetzt nicht mehr an das Thema gehen und kann einfach jedem Kunden sagen, hol dir doch den auch noch dazu, dann haben wir das abgedeckt und dann lass uns noch weitere Schritte 1:1 machen oder in meinen Gruppen und schon habe ich mir Arbeit erspart. Nicht, dass mir das nicht Spaß machen würde, es jemandem beizubringen, aber ich habe mir wirklich mühsame Arbeit erspart. Und bei dir ist das genauso. Ich sehe euch doch täglich irgendwie immer wieder die gleiche Anleitung, Stoffwechselkur, bei Hashimoto abnehmen und so weiter. All das könntest du fertig aufnehmen und hättest dann Punkt 2 passives Einkommen mit Online-Kursen. Und hier solltest du jetzt beginnen, mit einem Zahlungsanbieter zu arbeiten, sodass du dir noch mehr Zeit ersparst. Dafür gibt es Anbieter wie Elopage, Digistore, Copecard, Affilicon und wie sie alle heißen, wo man fertige Produkte einstellen kann. Stelle einfach dein Produkt hoch, benenne es, gib denen einen Wert, wie kann man das Ganze kaufen, kann man das Ganze runterladen als E-Book
Oder sind dort Videos oder Audios dabei, die ein bisschen aufwendiger sind, wo du sie jetzt einstellen kannst. Also du kannst deinen Inhalt an die Menschheit weitergeben, indem du das einfach einstellst bei so einem Zahlungsanbieter und dann verlinkst von deiner Webseite. Das Ganze ist für mich total einfach und in meiner Akademie lernst du, wie das geht und mit möglichst einfachen Mitteln geht, ohne dass du große Tools und monatliche Kosten damit hast. Du brauchst im Grunde nur deine Webseite und einen Zahlungsanbieter und nachher noch E-Mails, um natürlich den Kurszugang nochmal zu beschreiben und zu sagen, hey, hier bist du richtig aufgehoben bei mir. Denn das Wichtigste ist, dass du eine Art Vertrauensebene schaffst, dass du mit deinen Kunden in diesem Kurs wirklich arbeitest, dass die einen Win-Win haben, wenn sie 70 Euro oder 30 Euro bei dir für einen kleinen Online-Kurs ausgeben, dass sie selbst dafür richtig tollen Content, also Inhalt bekommen und bei dir an der richtigen Adresse sind. Da helfen nochmal E-Mails, noch mehr Vertrauen zu zeigen und zu sagen, hey, ich bin ganz nah bei dir und hier sind die ersten Schritte, die du jetzt machen kannst mit dem Kurs und ich begleite dich dann über diese Zeit, 3 Wochen oder wie auch immer dein Kurs geht, kannst du das Ganze auch nochmal mit E-Mails begleiten. Wie auch immer dein Kurs aussieht, das bestimmst natürlich du und ich würde da immer davon ausgehen, was würde ich dann kaufen? Was möchte ich gerne lesen oder was möchte ich gerne mir beibringen? Und sowas kaufe ich dann auch gerne mal, wenn ich so eine Facebook-Ad sehe. Und vielleicht hast du auch schon solche Minikurse gekauft, denn ich finde Minikurse klasse. Man hat erstes Wissen, man steigt mal in das Thema ein und man kann nicht viel falsch machen, wenn das Produkt unter 70 Euro ist. Das sind sogenannte No-Brainer-Produkte. Ich sage dazu immer Minikurse, die man verkauft wie warme Semmeln. Mein Beispiel dafür ist der Minikurs in 24 Stunden. Ich zeige dir, wie du in 24 Stunden einen eigenen Online-Kurs erstellst und das Ganze bei Digistore einstellst, eine Landingpage dafür baust, also eine Verkaufsseite und das Ganze ziemlich schnell geht, nämlich eigentlich schon übermorgen fertig sein kann. Wenn du Bock hast, schau mal in meinem Shop vorbei und dann erzähle ich dir da mehr. Und das Ganze ist wirklich ein Tutorial. Ich nehme dich an die Hand und zeige dir 1:1, wie das genau geht mit dem Digistore. Hab da keine Angst vor, wir schaffen das gemeinsam. So, zum Thema passives Einkommen. Du hast dann nachher, wenn du diesen Zahlungsanbieter eingerichtet hast, wenn jemand gekauft hat, dann bekommst du das Geld ausgezahlt auf dein Konto. Das ist total praktisch, wenn du einmal oder zweimal im Monat eine Auszahlung von Digistore bekommst, die schon alleine vierstellig ist, ist das einfach eine super Entlastung für dein ganzes Business. Du darfst weniger arbeiten, du kannst dich auf das konzentrieren, was du wirklich möchtest, nämlich mit Traumkunden arbeiten, mit denen, die richtig sind. Und hier kannst du dann dich schon mehr auf eine Nische konzentrieren, sagen, okay, das andere habe ich jetzt in Online-Kursen, ich konzentriere mich lieber auf Frauen in den Wechseljahren, weil mit denen möchte ich viel, viel lieber arbeiten. Und hier sind wir schon bei Punkt 3 angekommen, nämlich Neukunden gewinnen mit Online-Kursen. Du kannst nun dieses Wissen herausgeben und immer wieder davon erzählen. Ich würde dann auch immer so 6 bis 8 Wochen auf Facebook, auf LinkedIn immer wieder vom gleichen Thema erzählen. Das Ganze nennt sich dann eine Launchphase, in der du immer wieder von deinem Online-Kurs, von den Inhalten deines Kurses erzählst, bis du sagst, okay, jetzt geht er raus, jetzt ist der Warenkorb geöffnet, du kannst ab jetzt kaufen. Oder du schaltest darauf Werbung und sammelst dann Leute ein, die genau dieses Thema betrifft, mit einer Verkaufsseite. Und so kannst du Neukunden gewinnen mit einem Thema, was du bereits hier hast, was du dann in 24 Stunden vielleicht in einen Online-Kurs bringst oder länger. Aber du brauchst die Welt nicht neu erfinden. Das alles hast du bereits im Kopf. Schreib doch jetzt einfach mal ein E-Book davon. 32 Seiten kannst du in einem Tag, sage ich mal, runterschreiben, gar kein Problem. Machst noch ein paar Bilder dazu, das kannst du schön machen auf Canva, mein Lieblingstool, mit der ich Sachen designe. Und dann kannst du da so eine Art E-Book oder Workbook machen mit dem Thema Stoffwechselkur oder was auch immer du dann eben als Thema hast. Darauf dann Werbung zu schalten, bringt dir neue Kunden. Oder du bringst es raus an die ganze Community, die du jetzt schon kennst. Ich glaube, du kennst bestimmt 400 Leute, wenn nicht sogar 1000,
den du jetzt von deinem Kurs erzählen könntest. Über deinen WhatsApp-Status, über Facebook, über Instagram, LinkedIn, wo auch immer du bist. Und wenn du sogar sowas wie TikTok machst, dann erzählst du halt darüber, wie das geht mit dem Stoffwechsel. Und nochmal hier als Info, alle Info ist jetzt bereits auf YouTube, auf Google, kostenlos draußen. Warum brauchen wir jetzt also dich? Wir brauchen deine Form von Expertise, deine jahrelange Erfahrung, deine Art, was du wirklich damit beachten musst, findest du halt in diesem Kurs einmal gesammelt, einmal richtig. Das sollte der Unterschied sein zu kostenlosem Content, den du auf Instagram rausgibst. Du musst, wie gesagt, nicht immer alles erzählen, gib einfach so 1, 2, 3 Tipps raus und dann das Wichtigste erfährt man mit dir. Das Gehirn kann gar nicht so viel aufnehmen, deswegen kaufen wir uns nachher Online-Kurse oder E-Books und nehmen diese No-Brainer-Produkte sehr, sehr gerne mit. Erstelle also einen Minikurs mit diesem Wissen und bring ihn nach draußen. Mach dich sichtbar mit diesem Wissen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Neukunden gewinnen. Ich gewinne mit meinen Werbekampagnen, die ich sehr videolastig mache. Also ich habe ja immer diese Art wie TikTok, solche Werbekampagnen zu machen und die kommen super gut an. Du kannst aber auch einfach mit ein paar Bildern, mit dem Produkt irgendwie Package eine Werbung schalten und schon kannst du Neukunden gewinnen, genau für dieses Thema. Und vielleicht folgt im Anschluss noch eine Art Gruppe, wo du Leute noch mehr begleiten kannst. Und schon kannst du ein Upsell machen auf weitere Produkte, auf ein größeres Coaching, wo du vielleicht vorher noch gar nicht dran gedacht hattest. Also das ist immer die Strategie vom ersten Ringel eines Leuchtturms bis hin zur großen Glühbirne, bis hin zum ganzen Leuchtturmpaket, was du anbietest. Das sollte deine Strecke sein. Also das ist deine Online-Business-Strategie. Erstes Mini-Produkt als Fundament und dann folgen weitere Kurse oder dann folgt eben eine 1:1 Begleitung mit dir. Fang so erstmal an. Schon kannst du ein Produkt, ja wie gesagt, unter 70 € und ein 1:1 Coaching kannst du vielleicht sogar 3.000 € schon nehmen. Für mehrere Monate Begleitung, gar kein Problem. Haben dich nun Leute über die Werbeanzeigen oder über den kleinen Kurs wahrgenommen, wirst du genau mit dieser Expertise sichtbar. Und dann fängst du an mit E-Mails zu sagen, hey, willst du nicht mehr? Und dann komm in mein Coaching. So würde jetzt die Strecke funktionieren, dein 1:1 Coaching nachher zu verkaufen. So einfach mal hier so in schnell erklärt. Und jetzt fragst du dich, ja, geht das denn für mein Thema? Geht das denn, ich habe so schwierige Kunden, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das für mich geht. Und hier sind wir bei Punkt 4, ja, es geht für jedes Thema. Online- und Wissenskurse kannst du für jedes Thema erklären. Du kannst sogar als Kosmetikerin, die jetzt wirklich an der Person arbeitet, erste Vorbereitungskurse machen. Du kannst sagen, hey, wie cleanse ich denn richtig und wie bereite ich meine Haut auf den Alterungsprozess möglichst langsam vor und so die Grundlagen, die eigentlich jeder wissen sollte und dann doch keiner richtig macht. Wie mache ich es richtig? Bleib da bei einer bestimmten Lösung. Bleib auch hier wieder bei einem Mehrwert, den ich dann bei dir lernen kann. Habe ich den Bedarf danach? Bringt mir das was? Und ich sehe diese Werbekampagne, dann würde ich kaufen. Also das ist so ein bisschen die Schnittmenge mit, brauche ich das? Du bietest das an, oh, in dem Moment brauche ich das gerade, also würde ich jetzt kaufen. Es wirkt vertrauensvoll, es wirkt cool, es wirkt ansprechend. Ich habe das Gefühl, da kann ich kaufen, dann funktioniert deine Verkaufsseite und dann wirst du auch Kunden gewinnen. Für jedes Thema kann es E-Books, Audios, Meditationssessions aufgenommen, Wissenskurse, in denen du erklärst, wie es mit den Aktien geht. Du kannst eben als Therapeut dir Arbeit ersparen, indem du das Ganze voraufnimmst. Ich habe jetzt hier dieses Video aufgenommen mit einem iPhone 12 Pro Max. Ich habe dazu ein Mikrofon angesteckt und ich habe dahinter ein Ringlicht stehen. Das sind die Sachen, die du brauchst, um jetzt zum Beispiel einen Videokurs aufzunehmen. Du erstellst dann Videos, stellst die ein, sodass jemand bei dir kaufen kann. Ich empfehle da solche Programme wie Elopage oder Funnel Cockpit oder Digimember, mit denen du dann die Kurse so richtig als Videokurse mit mehreren Wochen oder so weiter aufbauen kannst. Mehr erfährst du gerne in meiner Akademie, wie das richtig geht.
Und zu Punkt 5, wo wir am Anfang gesagt haben, das Ganze wird dann erfolgreich als Online-Business. Du kannst nun also deine wertvolle Zeit, die eigentlich vollgepackt ist mit Praxisterminen, mit dann auch noch der Buchhaltung. Ich habe ganz viele Freundinnen, die Therapeuten sind und die sind randvoll. Die haben abends um 9 den letzten Termin. Wie könntest du jetzt also dein Wissen in fertige Online-Kurse packen, sodass du wie ich um 3:30 Feierabend hast und das Kind abholen kannst? Ich habe wirklich meine Arbeitszeit reduziert auf das Wesentliche und habe jetzt einfach nur noch Gratisgespräche, also Kundenneugewinnung sozusagen, oder ich habe meine Gruppen oder 1:1 Coaching. Daraus besteht mein Arbeitsalltag und natürlich ein YouTube-Video pro Woche und ab und zu mal ein Reel, wenn ich Spaß dran habe. Verkürze also deine Arbeitszeit, bring dein wertvolles Wissen nach draußen und mach es dann skalierbar. Du hast dann angefangen, von dem Kurs zu erzählen. Du gewinnst erstes passives Einkommen. Du kannst an weitere Subunternehmer rantreten und sagen, hier willst du nicht meinen Online-Kurs auch mit vermarkten. Das Ganze geht dann auch über so Affiliate-Provisionen und so. Kriegt derjenige 30% ab, wenn die deinen Stoffwechselkurs promoten. Das ist doch super klasse. So wirst du gern gesehener Gast in Online-Konferenzen, bei Podcasts und Interviews in YouTube-Kanälen und so weiter. Und mit Werbekampagnen kannst du dann anfangen, dieses Wissen zu skalieren. Also du kannst immer mehr Leute erreichen, du kannst mit Meta-Ads immer mehr Zielgruppen erreichen und sagen, hier ist der Kurs genau dazu. Du kannst womöglich sogar auf Englisch weltweit arbeiten oder auf Spanisch, was auch immer deine Sprachen sind, und wirklich tausende Menschen weltweit erreichen. Facebook zeigt dir dann immer an, wie viele Leute deine Seite gesehen haben, und bei mir ist das also unter 50.000 schon mal gar nicht mehr. Du kannst jetzt also anfangen, wertvolles Wissen rauszugeben und mit einer Verkaufsseite und einer Werbekampagne tausende Menschen am Tag erreichen. Stell dir mal vor, wie viele das sind, wenn du jetzt irgendwie pro Tag 4.000 Menschen erreichst mit deinem Online-Kurs. Und wenn davon nur 10% kaufen oder nur 2%, ist das auch super. Und schon hast du dein Wissen skalierbar gemacht. Du kannst dann weitere Schritte machen, um ein Online-Business wirklich erfolgreich zu machen. Du brauchst dafür diese Automatisierung und E-Mails, aber auch da können wir dir helfen, ich und mein Team. Stell dir jetzt vor, wie das wäre, 6.000 € passives Einkommen mit Online-Kursen zu verdienen und dann daraus einfach nur noch Coaching-Programme zu verkaufen. Das Ganze ist absolut machbar für jedes Thema mit Online-Kursen, mit Wissenskursen, und wie das geht, erfährst du hier bei mir. Und wenn du jetzt mehr wissen willst, komm zum Gespräch, lass uns mal rausfinden, wie deine Potenziale hier in dem Markt sind mit deinem Thema. Ob dein Thema richtig ist, ob deine Zielgruppe richtig ist. Und dann können wir daraus etwas basteln, was wirklich gebraucht wird und wo die Online-Kurse gekauft werden wie warme Semmeln. Lass uns diese warme Semmeln-Mini-Kurse erstellen. Komm ins Gespräch und hol dir auch gerne mein Erfolgsbuch, die Mini-Kurs-Methode, mit der ich tausende Menschen erreicht habe und mir jetzt aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite. Lass Traumkunden in deine Inbox kommen und lass dir Nachrichten schreiben, mit dir möchte ich zusammenarbeiten. Ich habe so ein gutes Gefühl. Wenn du dieses Phänomen erreicht hast, dann hast du alles richtig umgesetzt, und ich freue mich schon, wenn es bei dir soweit ist. Alles Liebe, deine Dottima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.